Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich einen Schlitz mit Reißverschluss in eine Jeanshose nähe. Der Schlitz wird in die vordere Mitte eingearbeitet und ist mit einem Untertritt versehen. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr auch den Link zur passenden Bild-Text-Anleitung. Also dann, viel Spaß! Ich benötige folgende Schnittteile aus Oberstoff. Einmal das linke Vorderhosenteil und den Schlitzbeleg, das rechte Vorderhosenteil und den Schlitzuntertritt, aus Papier die Schablone für die Schlitzsteppung, das Schnittmuster der Vorderhose, worauf auch die Reißverschlusslänge vermerkt ist, außerdem einen Reißverschluss, Stecknadeln oder Clips, eine Handarbeitsschere, Kreide oder Markierstift und ein Lineal. Ich beginne damit, den Schlitzuntertritt rechts auf rechts längs auf die Hälfte zusammenzufalten und nähe die Unterkante, das ist die Seite, an der die seitlichen Knipse zu finden sind, mit 10 mm Nahtbreite zusammen. Dann wende ich das Teil und bügele es von der Außenseite auf die Hälfte zusammen. Nun wird die vordere Kante des linken Vorderteiles mit dem Schlitzbeleg verstürzt. Zuvor kürze ich die vorgesetzte Kante an der Vorderteilmitte um 7 mm. Auch im Schnittmuster ist diese Schnittlinie eingezeichnet, so kann man sich auch daran orientieren. An diese Kante lege ich nun den linken Schlitzbeleg von oben bündig, rechts auf rechts auf, stecke ihn fest und markiere an der Knipsmarkierung das Schlitzende. Bis dahin steppe ich die Teile mit einem Gradstich bei 10 mm Nahtbreite zusammen. Das Schlitzende wird mittels Vor- und Rückstichen gesichert. Die Nahtzugabe wird bis knapp vor den letzten Stichen eingeschnitten. Bevor der Beleg dann gewendet wird, kann die Nahtzugabe überbügelt oder auf der Belegseite mit 2 mm Abstand niedergesteppt werden, wie im Video zu sehen ist. Der Schlitzbeleg wird dann an der Naht nach innen gefaltet und festgebügelt. Die untere lose Schnittkante des Beleges wird zur Schnittkante der Vorderhose gelegt. Je nach Design kann der Schlitz auch an der vorderen Kante durchgesteppt werden. Dann kann man sich das mit dem Niedersteppen zuvor sparen. Die runde Schnittkante des Schlitzbeleges, die Schrittnähte beider Vorderteile, die vordere Kante des linken Vorderteiles sowie die offenen Kanten des umgebügelten Schlitzuntertrittes werden nun versäubert. Ich verwende dazu meine Overlock-Maschine. Am rechten Vorderteil markiere ich nun 8 mm Abstand zur vorderen Kante. Außerdem kennzeichne ich 15 mm Abstand von der Bundkante nach unten. Von dort lege ich nun den Reißverschluss umgedreht, also rechts auf das Vorderteil, mit dem Reißverschlussband an der seitlichen Markierung an und stecke es fest. Anschließend nähe ich es schmalkantig auf. Der Reißverschluss wird nun umgeschlagen, sodass die rechte Seite sichtbar ist. Dann wird die Naht schmalkantig auf dem Vorderteil niedergesteppt. Nun werden beide Vorderteile miteinander verbunden. Dazu werden die Vorderteile rechts aufeinander gelegt und an der Schrittnaht zusammengesteckt. Die Naht wird nun genau vom Schlitzende bis an die Beinnaht mit 10 mm Nahtbreite zusammengenäht. Anschließend wird die Nahtzugabe in der Kurve mittels Bügeln gedehnt.
Auf dem rechten Vorderteil wird nun 7 mm parallel zum Reißverschluss die vordere Mitte angezeichnet. An dieser Linie wird die linke Vorderteilkante angelegt und festgesteckt. Anschließend werden die Vorderteile auf die linke Seite umgedreht. Nun wird der Reißverschluss auf dem Beleg festgesteckt. Anschließend nähe ich den Reißverschluss schmalkantig auf. Man kann das Band auch noch mit einem zweiten zusätzlichen Stepp sichern, zum Beispiel im Abstand von 4 mm. Dann kann gesteppt werden. Die Nahtzugabe im Bereich der Schrittnaht liegt dabei nach links, also in Richtung Schlitzseite. Die Papierschlitzschablone wird auf das linke Vorderteil aufgelegt und der Schlitzverlauf angezeichnet. Schlitzbeleg und Vorderteil werden zusammengesteckt. Für die Gestaltung des Schlitzes und der kurzen Schrittnaht gibt es viele Möglichkeiten. Der Schlitz kann einfach oder doppelt gesteppt werden, ebenso die kurze Schrittnaht unterhalb des Schlitzes. Am Schlitzende kann man mit einem Quer- oder Längsriegel arbeiten. Letzteres wird allerdings erst gemacht, nachdem der Schlitzuntertritt untergesteppt ist. Beim Übersteppen der Schrittnaht hilft es, diese leicht zu dehnen, um keine Fältchen einzusteppen. Von der Innenseite aus wird nun der Schlitzuntertritt über dem Schlitzbeleg platziert und mit der versäuberten Längskante an der Nahtzugabe des rechten Vorderteiles festgesteckt. Mit dieser wird er vom Schlitzende bis nach oben zusammengenäht. An der gegenüberliegenden Bruchseite wird der Schlitzuntertritt unten mit dem Schlitzbeleg mit einer kurzen Naht oder einem Riegel verbunden. Wie zuvor beschrieben, kann man das Schlitzende mit einem Riegel sichern. Ich habe hier im Beispiel mit einem engen Zickzackstich bei 1,5 Stichbreite und 0,4 Stichlänge gearbeitet. Den Stich habe ich zuvor auf einem Teststück ausprobiert, bevor ich ihn auf die Hose genäht habe. Und so sieht der fertige Schlitz aus. Im folgenden Video könnt ihr schauen, wie ich die Gesäß- und Sattelnähte schließe, oder wählt auch gern einen anderen Arbeitsschritt aus der Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Anregungen oder Fragen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.